die Soldaten zurückrufen, damit, wenn das hier in Deutschland militärische Größenordnung erreicht, dann auch die Bundeswehr hier ist, um unsere Bevölkerung zu schützen und nicht sich ohne vernünftige Rechtsgrundlage da hineinziehen lässt in den Konflikt in Syrien. Was auch eine ganz große Gefahr ist, wir wissen ja nicht, von wem wird ISIS gesteuert. Bestimmt nicht von einem Herrn al-Baghdadi, der bei 3 Gruppen gleichzeitig ist. Und wenn man sich, die Gerüchte sind widersprüchlich, wenn man schaut, welches Land das sein könnte. Das werden wir der Klage aufzeigen, ist die Spuren führen in 7 verschiedene Länder, die man ernst nehmen kann. Und es ist völlig unklar, ob es Staaten sind oder Private, die ISIS steuern. Und von daher sehe ich das als brandgefährlich an, dass man bei dem Einsatz auch gemeinsame Stäbe mit anderen Staaten macht. Wir wissen nicht, ob einer dieser Staaten dahinter steckt. Das ist vollkommen unklar. Mhm. Gut, wir müssen langsam zum Ende kommen. Was noch wichtig ist, es gibt eine Aussage aus der City of London über ein Treffen, was im Juni 2005 stattgefunden haben soll. Da hat ein Whistleblower aus der City of London gesagt, dass man einen nuklearen Konflikt verursachen will, indem man das Misstrauen, was zwischen Israel und Iran herrscht, dass man das so anheizt, dass man die israelische Regierung dazu bringen will, den Iran anzugreifen und damit den Konflikt mit China hervorzurufen. Und auch das ist etwas, was in den Syrien-Konflikt mit hineinspielt, und es deutet einiges darauf hin, dass dort in dieser City of London ein Treffen gewesen ist von einem, es wird dort genannt, Bund von Brüdern, was auf die Moslem-Brüder hindeutet, plus zusammen mit radikalen, auf Weltkrieg ausgerichteten Kräften aus dem angelsächsischen Bereich und mit bestimmten Briten und bestimmten Amerikanern, die dort aber nicht genannt sind, welche es sind. Das heißt, wir müssen das im Blick haben, dass es zumindest eine anonyme Aussage gibt, dass dort bestimmte elitäre Briten, bestimmte elitäre Amerikaner Weltkrieg wollen, sei es nun primär mit Russland, sei es primär mit China, und dass auch dafür die Moslembruderschaft dann sich bereitwillig instrumentalisieren lässt. Die wollen ihr globales Kalifat in den Größenwahn, und andere wollen das, was man so neue Weltordnung nennt, und wollen Russland oder China dabei weghaben. Und diese Dinge, das muss verhindert werden. Ich denke, das sind die Motivationen von den Kräften, die diese Eskalation wollen. Und neue Weltordnung, das ist auch das, was man sieht, was im EU-Recht dort eingebaut ist, Artikel 2 vom Protokoll 26. Im Westen, also hier vor allem jetzt in der EU, hat man es ja schon in einer Vorschrift, die hoheitlichen Aufgaben der Mitgliedstaaten möglichst sehr viel von Privaten machen lassen. Und man wollte ja sogar ein globales Staatenintervenzverfahren, das ist Gott sei Dank verhindert worden. Davon ist man wieder abgekommen im September 2015. Und diese Kooperation, die müssen wir im Blick haben, dass es da Gruppierungen gibt, die im Westen eine verdeckte Konzernherrschaft wollen, die Staaten nur noch als Fassade und die Konkurrenz im Osten ausschalten und dafür die ganzen fanatisierten Leute, die über die Ideologie der Moslembruderschaft immer wieder geworben werden, dafür zu instrumentalisieren. Da muss Transparenz rein, das muss absolut sichtbar werden, damit das keine Macht mehr hat. Mhm. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Okay. Also vielen herzlichen Dank für so eine ausführliche und sehr kompetente Aussage über die rechtliche Seite diesen Versuch, Frieden zu erhalten. Wir geben unser Bestes, und wenn wir die einstweilige Anordnung kriegen werden, dann wird das so eine Debatte auslösen über die Eskalationsrisiken. Und es wird auch eine neue Klägergruppe sein. Es gab ja auch schon Anläufe gegen den bisherigen Beschluss, den vorherigen vom 3.12.2015. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass erst die Klage eingereicht wurde und wir dann an die Presse gegangen sind. Und sobald es drohte,
in der Presse in größerem Umfang gebracht zu werden, kam dann eine Nichtannahme ohne Begründung. Und den Fehler machen wir nicht mehr. Wir wenden uns jetzt erst an die Presse, sodass möglichst unübersehbar wird, dass die Klage kommt. Das erhöht die Chancen deutlich, dass das Verfassungsgericht sich seiner Verantwortung bewusst wird und sich schützend nicht nur für die Menschenwürde und das Friedensgebot, sondern hier auch für das Überleben der Menschheit stellt. Das Verfassungsgericht hat hier eine Rolle zu spielen und hier kann es mehrfach gut machen, als es im Zusammenhang mit ESM, Fiskalpakt, kleiner Vertragsänderung jemals da an Schaden angerichtet worden ist, kann es hier erheblich mehr gut machen. Und es sollte diese Chance nutzen zum Wohle und zum Überleben aller und auch zum Ansehen Deutschlands und seines Rechtsstaats. Weltfrieden ist sicher das allerhöchste Gut, ja. Ja. Gut, vielen Dank.